Wenn Sie als Führungskraft auch als Coach für Ihre Mitarbeiterinnen da sein wollen, dann gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, damit Sie nicht unnötig Zeit und Geld verschwenden. Darüber reden wir heute. Führung neu denken. Führungskräfte werden immer mehr auch zum Coach für ihre MitarbeiterInnen. Das bringt Risiken und Nebenwirkungen mit sich, über die Thomas Landwehr und ich heute sprechen wollen. Thomas, wir blicken beide auf viele Jahre Coaching-Erfahrung als externe Coaches zurück und wir haben ja auch in einem unserer letzten Videos schon über die Vor- und Nachteile von internen und externen Coachings gesprochen. Heute soll es ja um den besonderen Fall gehen, wenn ich selbst als Führungskraft die Rolle des Coaches übernehmen will. Worauf sollte ich denn dann achten, Thomas? Das Führungsverständnis von Führungskräften hat sich ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte doch deutlich verändert. Früher war es so, dass die Führungskraft über das meiste Wissen verfügte, über Überblick verfügte, die Könnerschaft sozusagen besaß und viele Führungskräfte wurden ja auch zunächst mal als Fachkraft erfolgreich, um dann Führungskraft zu werden. Die beste Fachkraft wurde Führungskraft, weil sie alles am besten konnte. Und das ist heute in der komplexen Arbeitswelt nicht wirklich mehr möglich. Die Könnerschaft, das Fachwissen, die Expertise ist sozusagen rübergewandert von den Führungskräften hin zu den Mitarbeitern und dann kann es auch nicht mehr so funktionieren, dass die Führungskraft Anweisungen gibt und hinterher kontrolliert, ob diese auch umgesetzt wurden. Vielmehr ist die Aufgabe einer Führungskraft heute darin, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und in dem sie gut Leistung erbringen können. Die Könnerschaft hat sich verlagert von der Führungskraft hin zu den Fachkräften, zu den Mitarbeitern, zu den Könnern, so nenne ich sie mal. Und das bringt natürlich schon einen kompletten Paradigmenwechsel mit sich. Und in dieser neuen Arbeitswelt, in diesem New Leadership, ist es natürlich günstig, auch Coaching-Kompetenzen einzubringen, um, wie gesagt, die Mitarbeiter zu befähigen. Ja, aus meiner Erfahrung sollte ich als Führungskraft grundsätzlich erstmal klären, ob ich tatsächlich ergebnisoffen und wirklich nur als Unterstützer und nicht mit eigenen Interessen, Zielen oder persönlichen Vorbehalten in so einen Prozess einsteigen kann. Denn oftmals werden Coachings als verkappte Mitarbeiterführung eingesetzt. Also da habe ich als Führungskraft ein Ziel oder zumindest eine Marschrichtung, wo ich meinen Mitarbeiter hinbringen will. Und durch ein sogenanntes Coaching soll der Mitarbeiter dann mit sanftem Druck von selbst erkennen, dass dies oder jenes die richtige Zielsetzung oder Verhaltensweise für ihn ist. Das ist dann aber kein Coaching, sondern genau genommen Manipulation. Und das funktioniert so meistens nicht. Oder zumindest nur ein einziges Mal, weil Mitarbeiter, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und haben sehr feine Antennen dafür, wenn sie sehr subtil zu etwas veranlasst werden soll. Also der erste Schritt wäre zu klären, kann ich mich wirklich von meinen eigenen Vorgaben freimachen, um meinen Coachee wirklich unvoreingenommen zu unterstützen. Ansonsten wäre es sinnvoll, schon an dieser Stelle das Coaching an jemand anderes abzugeben, entweder intern oder extern. Ja, ein weitergehender Aspekt, der zu beachten ist, ist, dass die Rollenvielfalt der Führungskraft doch deutlich zugenommen hat. Er ist nicht mehr nur Führungskraft in Anführungsstrichen, er ist auch, ja, jetzt mache ich mal eine Palette auf von bis, ja, Coach, Counselor, Sparringspartner, Mentor, Enabler, habe ich schon mehrfach erwähnt. Also die Rollenvielfalt ist groß. Der Coach ist schon relativ personennah. Da geht es um Ängste, um Sorgen, um Glaubenssätze.
das kann schon zu Konflikten führen. Nicht jeder Mitarbeiter ist bereit, auch sich so weit zu öffnen, dass ein Coaching greift. Und ja, ein Sparring ist eine Form, die auch relativ häufig vorkommt. Also ein gemeinsamer Austausch über eine Themenstellung, über eine Problemstellung. Jeder bringt seine Sichtweise rein, seine Erfahrung, man diskutiert darüber, auch kontrovers durchaus, aber immer mit der Zielsetzung, dass 1 und 1 dann 3 ergibt. Also eine durchaus günstige Form. Also man muss immer sehr aufpassen, welche Rolle einem persönlich liegt. Man sollte auch sehen, welche Rolle dann zu dem jeweiligen Mitarbeiter passt. Und ich finde, man sollte auch immer wissen, welche Rolle man nun wirklich nicht einnehmen kann. Und ein guter Berater sagt ja immer, ist der weiß, was er kann, aber auch weiß, was er nicht kann. Frank, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Führen ohne Psychotricks, was ja im Übrigen auch gerade in englischer Sprache rausgekommen ist, in einer überarbeiteten Version, wie du mir berichtet hast. Welche Tipps hast du denn aus deinem Buch auch noch mit einzubringen? Also in meinem Buch geht es ja immer wieder auch um die konkrete Umsetzung im Führungsalltag. Und mein Tipp zum Coaching als Führungskraft wäre, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen und ich als Führungskraft auch tatsächlich als Coach kompetent bin und mich nicht nur dafür halte, dann kann es durchaus dazu beitragen, das persönliche Vertrauensverhältnis nachhaltig zu stärken. Dann kann ich, so wie du das vorhin auch schon beschrieben hast, meine Mitarbeiter auf dem Weg zu einer höheren Performance begleiten und nebenbei sie in der Regel auch noch langfristig an das Unternehmen binden. Es ist ja auch immer wieder eine Überlegung und eine Frage wert, braucht eine Führungskraft eine Coaching-Ausbildung? Also grundsätzlich kann man mal sagen, eine Coaching-Ausbildung ist immer eine ganz wertvolle Geschichte für jede Führungskraft, denke ich auch. Sie erhöht einfach die Kommunikationskompetenz, die Empathie und gibt auch ein gewisse Methodenkompetenz. Aber sie ist nach meiner Einschätzung nicht Grundvoraussetzung, keine unabdingbare Grundvoraussetzung, um als Führungskraft zu coachen. Viel wichtiger und entscheidend ist letztendlich die Haltung, die innere Haltung, mit der eine Führungskraft an dieses Thema herangeht. Und diese Haltung heißt eben nicht, ich weiß es besser als du und ich erkläre dir die Welt jetzt mal, ich mache den Erklärbär, wie es so schön heißt, sondern ich akzeptiere, dass du mehr Ahnung hast als ich, dass du die Könnerschaft besitzt und ich unterstütze dich dabei, dass diese Könnerschaft auch wirklich zum Tragen kommt. Mein Tipp zum Abschluss: Ganz wichtig, das Anliegen und die Zielsetzung des Coachings zu Beginn genau zu erheben bzw. festzulegen. Und eben auch, so wie du es schon angesprochen hast, die Rollenverteilung genau zu klären. Aus meiner Sicht ist das auch sinnvoll, einen zeitlichen Rahmen festzulegen und eben auch messbare Ziele schon gleich am Anfang zu definieren. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Führung neu denken wissen möchten, dann freuen Thomas Landwehr und ich uns sehr, wenn wir uns in einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Nicht wahr, Thomas? Ja, auf jeden Fall, Frank. Ich freue mich immer, mich mit dir auszutauschen. Für heute erstmal Gruß aus dem Norden gen Süden nach Venedig. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.